Okay, er ist, muss ich sagen, in Den Haag, auf diesem Platz, wo die Vögel in en masse gestürzt sind. Das, was da war, wurde abgebaut. Es wurde aber, was auch immer das war, problematisch durch dieses Gebäude, das steht über den Platz und hat diese schön architektonische Verzierung oben, welche wie ein Antenne und Verstärker funktioniert hat und hat das Signal von was auch immer das war aufgenommen und intensiviert und das hat die Vögel getötet. Es ist nicht mehr da, die Vögel sind wieder da, mehr als das kann ich nicht berichten. Und dann, als ich Aldenhoven nähert mit einer Entfernung von circa 4,5 Kilometer, bin ich den Feld getroffen. Na, manche sagen, dass Strahlung von 5G kann nicht durch Gebäude und so weiter gehen. Quatsch. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Und nicht nur Gebäude dazwischen, sondern auch ein Hohl dazwischen. 4,5 Kilometer könnte ich das Feld fühlen. Und mit 4 Kilometern war es ziemlich intensiv. Und was es tut, so ab 4 Kilometer bemerkbar, es bedrückt das Bewusstsein. Das heißt, das erfinderische Teil des Bewusstseins, das, wenn man ein großes Bild machen will, wurde komplett ausgeschaltet. Oder besser gesagt, die Energie versucht, das auszuschalten. Wie Handelt erwähnt hat, als ob ein Teil sich selbst ausgeschaltet wurde, um ihn eine Cyborg, ein menschlicher Roboter zu machen. Könnte ich widerstehen, aber es ist äußerst unangenehm. Es hat sich nicht intensivisiert, als sie auf das Gelände waren. Ich habe mir umgeschaut, was tun sie hier? Das war alles so kalt und lebenslos. Du weißt, wie es ist, obwohl du es oft nicht bemerkst. Du bist irgendwo auf dem Feld und du kriegst die Insekten mit. Wenn die nicht da sind, wird es sehr auffällig. Diese aber Tausende, aber Hunderttausende von kleinen Bewegungen von Insekten sind gar nicht da. Kein Vogel, aber das kann an der Jahreszeit liegen, das ist nicht so ausschlaggebend. Und dann habe ich bemerkt, was 5G wirklich ist. Es ist ein sehr ausgeklügeltes Waffensystem. Und der Zweck davon, oder besser gesagt, wie es funktioniert, jeder, der in dem Feld geht, wird eingeloggt. Du musst nur einmal im Feld gehen und dann du bist eingeloggt. Irgendwann müssen die was dazufügen, zu sagen, okay, wir haben diese Herzfrequenz dieser Mensch eingeloggt, wer ist das? Oh, er hat ein Handy in der Tasche, Nummer abrufen, oh ja, wir wissen, wer das ist. Nun, was könnte damit passieren? Wie nutzt denn das? Das gibt ein sehr schönes, interessantes Sci-Fi-Geschichte. Es heißt Repent, Harlequin, said the TikTok Man. Und es geht um eine absolute kontrollierte Gesellschaft. Und in dieser Geschichte, das gab eine, der sehr viel Unruhe versorgt hat, indem er alle Regeln brach. Aber er hat sich verkleidet, damit er nicht erkannt wurde. Und dann irgendwann kommt der Punkt, dass er wurde erkannt und dann ausgeschaltet, der Tod. Genauso funktioniert 5G. Wenn deine Herzfrequenz eingeloggt ist, die können innerhalb von 4 Kilometer eine Installation dein Herz einfach ausschalten. Sieht aus wie ein normaler Herzinfarkt. Medizinisch können sie nichts weiteres feststellen. Die können nicht entweder dich
als Einzel oder die könnte ganze Menschengruppe einfach so ausschalten. Tot. Das ist, was 5G ist. Ein sehr, unangenehmes Waffensystem, direkter Angriff auf die Menschen. Eins der letzten Versuche der selbsternannten Elite, die Macht zu behalten. Interessanterweise, die Technologie, um diese Einloggen in deren System wieder auszuschalten, existiert schon seit 2017. Und das habe ich angewendet und mich von deren System wieder freigemacht. Aber wenn du das nicht hast, du gehst von einer Installation zu einer anderen und bist du sofort erkannt. So soll es funktionieren. Deswegen haben sie es momentan nicht vor, aufs Land zu bauen, weil die Leute aufs Land sind sowieso leicht zu isolieren. Aber in die Städte, das ist problematisch und dies ist eine Waffe für die Städte. Ja, das ist etwas dabei, dass die Aktivitäten der Vorderhirn auf bestimmte Frequenzbereich einschränkt. Es ist schwer, daraus zu gehen, bis man außerhalb der Feld ist, dann geht's wieder. So, das normale Lebensfreude geht gar nicht. Wenn es intensiviert wurde, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es zu Zombie-Zustand führt. Natürlich, es kommt darauf an, wie stabil sich selbst man ist. Harold Kurzweil hat es subjektiv viel intensiver erlebt als ich, weil er ist nicht so stabil in sich. Ich habe es dort gestanden und beobachtet und dann, okay, dann nehme ich meine Kamera aus, habe angefangen, er kommt aus dem Gebäude geschossen und ich sage, Sie dürfen hier nicht filmen. So, okay. Wer sind Sie dann? Ich bin der Geschäftsführer. So, oh, ich gratuliere. Tschüss. Also, ich will, dass du das sofort löscht. Ciao. Und ja, schnell vom Gelände wieder los. Ja, das ist interessant, weil es gibt kaum was zu sehen auf diesem Gelände. Was ist das Problem, wenn es kurz gefilmt wird? Ich verstehe nicht. Der war so total in dieser Kontrollstruktur. Es war unmöglich, mit ihm zu reden. Also es ist sofort klar sichtbar. Er war nicht in der Lage, sagen wir so, konstruktiv zu denken. Das heißt, seine Intuition war ausgeschaltet. Er hat nur diese Kontrolle. Das, was dich von deren Netz wieder frei macht, ist der Harmony Auric. Das kann jeder für sich besorgen und einfach ab dem Herzchakra bringen. Die Frage ist, angesichts, dass dies eine Waffe ist, ein Tötungssystem ist, wie weit ist man berechtigt, das zu neutralisieren, indem man die Installation vernichtet? Das weiß ich nicht. Das muss ein Rechtsexpert uns darüber beraten. Wir haben heute keinen hier. Aber es ist eine Frage, die berechtigt ist, würde ich sagen. Es gibt diese Erweckung unter die Menschen allgemein, die Elite versuchen zu vernichten. Und die Proportionen sind ungefähr jetzt für jeden Mensch, der das alte Ausbeutungssystem aufrechterhalten will, gibt es jetzt fast 10.000 von uns. Und diese Proportion wird sich noch weiter ändern. Vor 3 Jahren war es nur 8.000. Ein Thema, die man hier rausziehen muss, ist die Frage, was ist die Erde? Warum wird sie Mutter Erde genannt? Warum Gaia? Warum diese Wörter, aber nicht in Taten ausgetragen?
wenn die Mutter nicht geschätzt ist, wenn die Mutter nur mit, Abwasser beschmiert wird, ist das eine Wertschätzung der Mutter? Das ist eine große Spaltung zwischen dem, was wir sagen, und dem, was wir tun. Und hier ist Korrektur zwingend erforderlich, weil wenn du andauernd die Quelle deiner Ernährung, und das ist, was Mutter bedeutet, andauernd beschmutzt, vergiftest, ignorierst, dann irgendwann wird die Ernährung fehlen. So, nimm das bitte als Warnung. Dein Handel Mutter Erde gegenüber muss geändert werden. Du kannst alle nette Gedanken haben, wie du willst, aber wenn dein Handeln nicht damit übereinstimmt, machst du enorme Probleme für dich selbst. Zum Beispiel mit 5G. Na, ich habe viele Anfragen bekommen aus vielen Ländern. Und es hat angefangen in San Francisco, wenn ich mich richtig erinnere, dass eine 5G-Installation auf eine Feuerwehrstation gemacht wurde. Und nachdem es angeschaltet wurde, wurde das Gebäude nicht mehr brauchbar. So, die mussten die ganze Feuerwehr umziehen in ein anderes Gebäude, weil die Leute damit nicht zurechtkommen könnten. Das hat solch eine Störung gemacht in den ganzen Körper und geistigen Systeme, dass sie das nicht ertragen könnten, nicht arbeiten können. Ja, kein Feuerwehr, grundsätzlich. So, das ist die erste Warnung. Das ist von, ich glaube, Frühling letztes Jahr. Dann kriege ich viele Anfragen aus Texas, wo einiges gebaut wird und einige haben sehr ungute Gefühle dazu, weil die haben das Gefühl, etwas hier ist Menschen und Mutter Erde feindlich. Was können wir tun? Und dann natürlich, man fragt tiefer, ja, was ist hier? Und dann haben wir eine Gruppe von über 300 Ärzte, die vorletzte Woche an die United Nations geschrieben haben, hey mal, diese 5G-Strahlung ist so lebensfeindlich, das kann nicht erlaubt werden. Ignoriert. Es würde getestet, aber nicht in der Art. Es würde getestet für dem, was es ist. Und das, was uns dargestellt wird, ist nur Fensterverzerrung. Ja, wurde gesagt, dass viel besser telefonieren, viel besser Datenübertragungen. Aber Information, die mir gebracht wurde von einem Professor in einer deutschen Uni, das ich am besten nicht benenne, der für eins der großen Firmen die Forschung macht. Er meinte, für Telefonieren funktioniert 5G einfach nicht. Es ist sinnlos, ich weiß nicht, was die tun. Dann haben wir das Problem dieser fahrerlosen Autos und so weiter. Ja, vor 3 Wochen ungefähr ist ein fahrerloses Auto in ein fahrerloser Roboter eingefahren. Beide waren völlig außer Kontrolle geraten. Ja, offensichtlich funktioniert das auch nicht. Okay, es funktioniert auf diesem kleinen Gelände in Allenhoven, aber ja, das war kein normaler Straßenverkehr, das war ein ganz separater, ganz isolierter Gelände, weit weg von alles anderem. Und natürlich kann es gut dort funktionieren, weil es keine normale Umgebung ist. Wieder ist nur Fensterverzierung, es ist nichts Echtes.
wir brauchen eigentlich gar nichts von dieser Handystrahlung, weil das existiert schon Jahre die Möglichkeit, die Signale über die natürliche Schwerkraftwellen zu vermitteln. Man kann auch das Internet genauso vertreiben, komplett kabellos. Das ist Kommentar von einem Handyvertreiber, von jemandem, der in der Technik da. Die haben 4G noch nicht ordentlich zum Laufen gebracht werden. Warum wollen die mit 5G spielen? Geht gar nicht.